Hallo Leute, willkommen an alle, ich hoffe es geht euch gut. Heute werde ich versuchen, Ihnen eine Handelstaktik, eine Handelsstrategie in einem Zeitraum von 15 Minuten zu zeigen. Sie können diese Strategie auf Aktien, Aktienmärkte und Kryptowährungen anwenden. Sie können es auch in Forex verwenden. Wie Sie sehen können, handelt es sich um ein 15-Minuten-Diagramm und die Kerzen sind normale Kerzen. Wie ich immer sage, bevor ich zum Schulungsvideo übergehe, ist nichts, was ich im Schulungsvideo erkläre, Anlageberatung. Machen Sie keine Investition auf der Grundlage dieser, Sie können große Verluste erleiden. Sie müssen über technische Kenntnisse verfügen. Jetzt gehe ich mit Ihrer Erlaubnis zu unserem Schulungsvideo über und schreibe Mavilim W in den Abschnitt mit den Indikatoren. Wie Sie sehen können, hat unser Lehrer Quanz Özbilgic einen Indikator erstellt. Ich klicke einmal darauf und schalte dann den stochastischen Indikator ein. Auch hier öffne ich nur stochastisch auf die gleiche Weise. Als Eingabeeinstellungen habe ich nur die stochastische Eingabeeinstellung auf 5 gesetzt und hier stelle ich sie auf 3. Freunde, wie ihr seht, ändere ich die Einstellungen von Mavilim W nicht. Was ist Mavilim W? Mavilim W ist ein Indikator, der uns basierend auf gleitenden Durchschnitten eine Trendrichtung anzeigt. Wie handeln wir damit, worauf sollten wir achten? Ich werde versuchen, diese zu erklären. Wie Sie sehen können, hat es sich als eine einzelne Linie gebildet und es gibt zwei Farben, Rot und Blau, innerhalb dieser Linien. Auf diese müssen wir achten. Ich werde versuchen, Ihnen nach und nach zu erklären, wie die Kaufbedingung gebildet wird. Nun, wie Sie sehen können, betrachten wir zunächst immer die Logik des gleitenden Durchschnitts, da sie mit der Logik des gleitenden Durchschnitts funktioniert, mit der folgenden Bedingung. Wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt steigt, entsteht eine Kaufbedingung. Wie du siehst. Und wenn der Preis unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, entsteht auch eine Verkaufsbedingung. Wir wissen das bereits, aber wie ich immer sage, verwenden Sie keinen Indikator allein, lassen Sie uns nicht sicher sein, dass ein Indikator genau ist, ohne ihn zu bestätigen. Wenn Sie über technisches Wissen verfügen, können Sie mit einem einzigen Indikator auskommen, aber ich sage, dass Sie davon ausgehen, dass Sie kein technisches Wissen haben. Wenn Sie also Doppelindikatoren oder Indikatoren verwenden, verwenden Sie die entgegengesetzten Indikatoren. Wenn Sie also einen Trendindikator verwenden, sollte der andere Indikator, den Sie öffnen, kein Trendindikator sein. Lassen Sie den Indikator, der uns stützt, ein anderer Indikator sein, wie dieser. Jetzt werde ich versuchen, sie Ihnen langsam zu erklären. Wie Sie sehen, können wir sehen, dass es einen Aufwärtstrend gibt, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt, den Mavilim-Indikator, steigt. Aber es gibt Orte, auf die wir achten sollten. Jetzt gibt der gleitende Durchschnitt ein Kaufsignal, da er dem Preis folgt, und wie Sie hier sehen können, gibt es eine rote Linie und dann geht es wieder blau weiter. Was bedeutet das, worauf müssen wir achten? Ich werde diese erklären. Deshalb habe ich den stochastischen Indikator für euch geöffnet. Jetzt steigt der Preis hier über den gleitenden Durchschnitt. Hier schließt es. Es schafft hier eine Kaufbedingung für uns, aber es gibt noch einen weiteren Punkt, auf den Sie hier achten müssen. Freunde, zum Beispiel, wenn sich unser stochastischer Indikator zum Beispiel mit Mavilim nach oben schneidet, schneidet er sich hier. Wenn die gleitende Durchschnittslinie von Mavilim zu diesem Zeitpunkt blau ist, schafft dies eine Kaufbedingung. Wir gehen davon aus, dass der Preis steigen wird. Aber wenn der Preis fällt, wenn wir erneut eine Stop-Order platzieren, werden wir mit sehr geringen Verlusten aus dem Handel aussteigen. Dies ist ein Risiko, aber natürlich können Sie auch hier auf die gleiche Weise handeln. Sie treten in den Handel ein, wenn der Sofortpreis über den gleitenden Durchschnitt steigt. Sie beenden den Trade, wenn der Preis eine Kerze unter dem gleitenden Durchschnitt schließt. Dies kann Sie manchmal verzögern. Zum Beispiel gebe ich ein Beispiel, wenn Sie die Transaktion hier eingeben. Es hat im Moment keinen Verschluss darunter gemacht, es hätte dich so weit getragen. Wenn die Preise an manchen Orten plötzlich fallen, kann das zu Verlusten führen. Also normalerweise nach einer Kerze. Da dies ein 15-Minuten-Zeitraum ist, ist es nach einer Kerze logischer, den Gewinn mitzunehmen und mit dem Verlust dort zu bleiben. Ich gehe etwas zurück. Schauen Sie zum Beispiel, das ist ein Risiko, hier liegt der Preis über dem gleitenden Durchschnitt,
aber die Farbe des gleitenden Durchschnitts ist rot. Wie Sie sehen können, hat die Stochastik bereits einen Schnittpunkt in den 60 Referenzbereichsregionen gemacht. Dieser Ort ist ein Risiko. Es liegt ganz bei Ihnen, das Risiko einzugehen, aber es schafft wiederum eine Kaufbedingung. Wie Sie bei Stochastisch sehen können, hinterlässt es uns einen sehr schönen Gewinn. Wenn wir uns das also ansehen und davon ausgehen, dass wir es von hier aus in einem 15-Minuten-Chart erhalten, hinterlassen wir eine Gewinnrate von fast 2,5%. Stochastik gibt ein Kaufsignal. Es schneidet und zu diesem Zeitpunkt wird Mavilim blau. Und wir warten auf einen weiteren Kerzenschluss. Stochastik gibt ein Kaufsignal, hier gibt es ein Kaufsignal. Wir treten hier in den Prozess ein. Mit anderen Worten, nachdem diese Kerze geschlossen ist, geben wir die Transaktion ein. Wenn wir etwas weiter zurückgehen. Genauso können wir das auch betrachten. Wie Sie sehen können, gibt der Preis ein Kaufsignal, während er hier rot ist. Und hier steigt er um 3,5% oder sogar um knapp 4%. Aber unsere Linie hier ist rot. Stochastik gibt ein Verkaufssignal, der Preis geht nach unten. Auch hier gibt es eine Kaufbedingung. Die Mavilim-Linie ist blau, die Stochastik gibt ein Kaufsignal und gibt uns eine Kaufbedingung. Vermutlich bleibt uns hier eine Gewinnspanne von rund 4%. Nehmen wir an, wir bekommen es von hier. Wie Sie sehen können, bleibt uns eine Gewinnmarge von fast 4%. Der Ort, auf den Sie hier achten sollten, ist Mavilim-Line, Freunde. Denn der Mavilim-Indikator bestimmt für uns eine Trendrichtung. Schauen Sie zum Beispiel hier, es geht darum, über den gleitenden Durchschnitt zu steigen. Wie ich gerade sagte, steigen Sie in den Handel ein, weil er über dem gleitenden Durchschnitt liegt, und dann kann es zu einem plötzlichen Rückgang kommen. Dies ist ein großes Risiko. Gehen Sie dieses Risiko ein? Es wird so eingegeben, wenn Sie eintreten, hören Sie hier mit dem Verlust auf, sobald der Preis hier knapp darunter schließt, und Sie verlassen die Transaktion. Das wird sowieso Ihr Risiko sein, der Finanzmarkt wird niemals hundertprozentig die Wahrheit zeigen. Indikatoren helfen uns nur, die nächsten Schritte leichter zu erkennen. Wenn wir es jetzt betrachten, kann es hier eine Kaufbedingung schaffen. Der Preis ist sehr schön über dem Mavilim-Indikator. Die Linie des Mavilim-Indikators ist blau. Es schneidet sich mit der Stochastik. Hier gilt eine Kaufbedingung. Danach kommt ein sehr schöner Anstieg, meine Freunde. Aber wie gesagt, es gibt eine Steigerung von 4 bis 5%. Wie ich hier sagte, wenn ich in diese Kerze einsteige, steige ich normalerweise nach einer Kerze aus. Ich werde einen Gewinn von 0,50% mitnehmen, ich werde hier nicht warten. Weil dies eine 15-Minuten-Periode ist und ich kaufen und verkaufen muss. Kannst du warten, kannst du warten. Nehmen wir nun, wie ich bereits sagte, an, dass Sie die Transaktion von hier aus eingeben. Auch hier hat es geschlossen, Sie haben die Transaktion eingegeben, schauen Sie, der Preis fällt hier unter. Sie haben also die Transaktion hier abgeschlossen. Sie werden fast auf schädliche Weise aus dem Prozess herauskommen. Deshalb sage ich Ihnen, warten Sie immer eine Kerze, 2 Kerzen, um eine Bestätigung zu erhalten. Geben Sie dann die Transaktion selbst ein und schließen Sie die Transaktion selbst ab. Denn wenn wir auf die Indikatoren warten, gibt es einen Preisunterschied zwischen dem Ort, an dem wir die Transaktion eingehen, und dem Ort, an dem wir die Transaktion beenden, sodass Sie in der Zwischenzeit wahrscheinlich einen Verlust machen werden. Das können wir uns zum Beispiel anschauen. Die Differenz gibt immer noch ein Kaufsignal, aber unsere Linie ist hier blau, Freunde, nicht rot. Die Linie hier ist blau, hier ist es einfacher, Risiken einzugehen. Das ist riskant, weil es rot ist, die Richtung des Trends ist klar. Sie können dieses Risiko hier eingehen, wenn Sie sehen, dass es sich hier schneidet und die Linie davor blau ist. Lass mich dir zum Beispiel das zeigen, lass es mich noch einmal abspielen, lass uns gleich hier anfangen. Sehen Sie, die Linie hier wird danach nicht blau. Ich fange jetzt an. Sieh mal, es wird blau, unsere Leitung fällt aus. Der Preis ist wieder grüne Kerze. Wenn es nach unten geht, steigt der Preis darüber, sehen Sie. Ich meine, Mavilim ist nicht in den Prozess einbezogen. Es bleibt dort blau, Freunde, und Sie öffnen eine Transaktion zu diesem Blau.
Wir haben diesen Platz verloren, als wir die Transaktion eingegeben und abgeschlossen haben. Ich meine, wir können dort die blaue Linie sehen. Da Sie diese blaue Linie sehen, können wir voraussehen, dass Sie hier Bestellungen aufgeben und Risiken eingehen. Die Logik ist sowieso einfach. Sie eröffnen einfach einen Trade. Die Prozesse sind nicht sehr schwierig. Operationen hier und hier sind nicht sehr schwierig. Sie fahren einfach fort. Wie Sie sehen, setzt sich der Preis hier bereits in Blau fort. Dann gibt es hier eine Kreuzung. Stochastische Kreuze. Der Preis steigt wieder und Sie können hier den Gewinn mitnehmen. Auf die gleiche Weise gibt es überall einen Gewinn von 2,5, fast 2%. Freunde, Sie haben auch hier einen Vorteil, Sie können auf eine weitere Kerze warten, um sich selbst zu garantieren, wenn die Preisbewegungen über dem Durchschnitt liegen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, Jungs. Das ist alles, was ich Ihnen über diesen Indikator erzähle, denn es ist kein sehr schwieriger Indikator, er ist sehr einfach zu verstehen. Worauf Sie hier achten müssen, ist die Farbe der blauen Linie rot oder blau. Wo schneidet es sich? Die Verkaufsbedingung liegt ganz bei Ihnen, Sie können auch nach der Stochastik verkaufen. Wenn die Stochastik hier eine Verkaufsbedingung angibt, wenn sie den Preis nach unten kreuzt, können Sie eine Order platzieren oder ihr selbst folgen. Ich nehme Gewinn mit. Eine Kerze, 2 Kerzen später, wenn Sie sagen, Sie möchten Gewinn mitnehmen und gehen, oder Sie nehmen Ihr Hauptgeld heraus, fahren Sie mit Ihrem Gewinn fort. Sie setzen einen Stopp als Trailing Stop. Sie versuchen, vom Gewinn zu profitieren und platzieren die Stop-Order nach oben oder unten, je nachdem, ob der Preis steigt oder fällt. Ich hoffe, dass das von mir beschriebene Schulungsvideo nützlich sein wird. Das ist alles, was ich Ihnen sagen werde. Wie gesagt, nichts, was ich in dem Schulungsvideo erklärt habe, ist Anlageberatung. Öffnen Sie keine Trades, indem Sie diesen folgen, Sie können große Verluste erleiden. Ich hoffe, Sie im nächsten Schulungsvideo zu sehen. Viel Glück, wir sehen uns.